Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von mir, Shakes and Fidget. Ein Part, auf dem ich mich an sich sehr freue, dass ich ihn endlich mal bringen kann und mit konkreten Zahlen auch beliefern kann. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber bevor es losgeht mit diesem Thema, kurz noch ein paar Worte von mir, und zwar zu meinem Shakes and Fidget Content. Ich bringe ja eigentlich seit dem Start von Server W39 SF-Game die Serveranalysen, Gildenvergleiche, seit einigen Servern auch die Players to Watch, und das kommt auch sehr gut bei euch an, weil ich ja eben nicht die Chance habe, weder finanziell noch zeitlich immer einen Serverstart mitzuspielen und dort Content zu bringen oder auch auf andere Weise Content zu bringen. Deshalb habe ich mir diesen Weg ausgesucht, und ich finde es auch gut, weil gerade durch diese Players to Watch oder auch die Gildenvergleiche bei Servern wie W50 es die Gelegenheit bietet, Spielern eine Bühne zu geben, die halt vielleicht sonst nicht so beachtet werden, die nicht die Top-Spieler sind, aber trotzdem auch gute Charaktere aufgebaut haben. Und klar ist auch, dass ich da natürlich trotzdem auch auf die Top-Spieler eines jeden Servers eingehe, auch die Leistungen im Prinzip bewerte, also sage, krasser Char oder sowas. Oftmals erwähne ich auch, dass es natürlich hard pay to win ist, aber ich gehe dann im Bezug gar nicht mehr so großartig drauf ein. Klar, ich schaue, ob die Leute reingeschrieben haben, wie viele Pilze sie spendbar haben, und tue das dann in meine Analyse mit aufnehmen oder in meine Bewertung mit einfließen, aber so hundertprozentig weiß man es ja nie, und ich selber habe leider nicht die Chance, einen Char zu spielen in den ersten Tagen und dort richtig krass reinzupilzen. Das kann ich nicht machen. Deshalb kann ich das auch nicht verwerten. Ich weiß grob, was es heißt, rein zu payen in dieses Spiel, um was man wann erreichen kann, und habe das selber auch schon in gewisser Form gemacht, aber bei weitem noch nicht so krass, wie es andere Leute gemacht haben. Und das ist ja schon seit langer Zeit so. Auf vielen, vielen Servern gab es immer Spieler, die herausgestochen haben. Auch schon vor vielen Jahren, bevor es überhaupt Festungen und sowas gab, gab es auch krasser Pay-to-Win-Spieler. Ich erinnere noch an Tomek, der den besten Char auf dem Server gespielt hat. Server, ich weiß gar nicht, war das 31? Ich glaube, es war S31. Als alleiniger Spieler in seiner Gilde. Also er war Top-Char auf dem Server und hat auch die Gilde selber alleine ausgebaut damals, und da konnte er quasi alle Ausbauten komplett machen. Hat dann auch die Raids gemacht selber, also der hat noch so viel mehr Pilze investieren müssen für die Gilde und war trotzdem der Top-Char. Also da sind auch Summen reingeflossen in die Chars, und es gibt auch andere Beispiele. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, bezüglich meines Server 43 Videos, was zuletzt kam, wo der Rekord aufgestellt wurde von Olli. Ja, der Olli hat sich bei mir gemeldet aufgrund meines Videos auf Discord und hat ein Gespräch mit mir gesucht, und im Laufe des Gesprächs ist es herausgekommen, dass er eine Botschaft vermitteln möchte. Und zwar ist die Kernaussage dieser Botschaft, dass man hier nicht so viel Geld in dieses Spiel stecken sollte. Es wird stark verbrannt. Seine Spielweise, die er hier gezeigt hat und damit auch den bisherigen Rekord aufgestellt hat, hat er gemacht, weil er es kann. Also ihn hat es jetzt finanziell nicht gestört, mal diesen Weg einzugehen. Er meinte selber, er wollte in erster Linie erstmal wissen, was so Top-Spieler ausgeben müssen, und hat dann erkannt, okay, wenn ich noch ein bisschen mich persönlich was drauflege, kann ich halt diesen Rekord aufstellen, und das hat er dann auch geschafft. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, es geht nicht darum zu sagen, dass er das am bestmöglichst gemacht hat. Vielleicht hätte man es noch besser spielen können. Vielleicht hätte man, ihr kriegt auch gleich die Zahlen von mir, weniger Pilze ausgeben können dafür. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, diese Leistung zu bewerten. Das ist eine sehr alleinstehende Leistung bisher. Aufgrund der Tatsache natürlich, dass die Updates und die Events so sind, wie sie sind. Ja, auf älteren Servern wurden vielleicht auch mehr Pilze investiert, aber da gab es nicht die Möglichkeit, das zu schaffen. Darum geht es auch gar nicht. Olli hat es hier gemacht und hat auch offengelegt,
dass wie er es gemacht hat oder wonach er sich gerichtet hat und wie das Gefühl dabei ist. Ja. Und für ihn war es eigentlich vollkommen wurscht, ob er jetzt Erster ist, so zwecks Anerkennung laut seinen Nachrichten. Es kommt auch aufgrund seiner Schreibweise und was er alles so gesagt hat, sehr authentisch rüber, was er geschrieben hat. Und demnach stehe ich da auch voll dahinter. Er hat im Prinzip auch gar nichts, ja, man kann ja gar nicht so viel machen. Er hat für sich gesagt, okay, diese bekannten Sachen, Pets richtig spielen, Festung richtig ausbauen. Er ist keiner, der die Festung, wie zum Beispiel jetzt Pikachu und Zombie auf W50, der die Festung jetzt noch exzessiv weitergepilzt hat. Er hat natürlich die ersten Ausbauten gepilzt, nachdem man die Pakete kauft und so weiter, und hat auch immer fein seine Angriffe gemacht und hat auch zeitnah ausgebaut. Also er hat zeitlich da effizient gespielt. Er hat aber nicht den Weg eingeschlagen, dass er komplett krass alles rein gepilzt hat. Denn seine Edelsteinmine war zu dem Zeitpunkt auf Level 12. Edelsteinmine Level 12 ist natürlich schon nach 13 Tagen jetzt auch nicht so schlecht. Also klar, da sind schon ein paar Pilze gefallen, aber man hätte es wahrscheinlich noch weiter treiben können. Das hat er nicht gemacht. Auf dem Weg zu 300 hat er ein Gildenportal von 4 gehabt, also einen Schadensbonus das eigene Portal auf 11. Das schafft man durch Aktivität, und wenn man natürlich eine halbwegs gute Gilde hat. Der Gladiator ist auf 9. Also auch in der Unterwelt hat er hauptsächlich über die Pakete gepilzt und die Pilze dort eingesetzt zum Skippen, hat jetzt aber auch nicht krass reingeskippt. Also man hätte wahrscheinlich in diesen Spielbereich noch mehr Pilze investieren können. Er sagt, er hat in circa 13 Tagen laut seiner Zeitrechnung 10.000 Euro dort investiert. Er hat ein Foto gezeigt oder für mich zugänglich gemacht. Da sieht man 331.460 spendbare Pilze zum Zeitpunkt, als er über Level 300 gekommen ist. Es sind dort 11 Pilze. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr übrig als 11. Dass das ausgeblendet wurde, aber grob kommt es auch hin. Er hat einen Großteil dieser Pilze zum Pilzevent gekauft, aber nicht alle. Und deshalb kommt man auch bei 10.000 Euro grob auf diese Summe zwischen 300.000, was ja der Basiswert ist, und 360.000, wenn man jetzt komplett 10.000 Euro innerhalb einer Aktion investiert hätte. Und es gibt ja auch noch die kleineren Pakete, das muss man auch bedenken. Mit diesem Geldeinsatz und seiner Spielleistung hat er es geschafft, diesen Rekord aufzustellen. Er hat im Prinzip einen Großteil seiner Pilze dafür eigentlich nur genutzt, sein Equipment jedes Mal nach jedem Dungeon so weit zu verbessern, bis er eine Chance von wenigstens 0,03% auf dem Dungeon laut SF-Tools hat. Ja, wir haben ja den Dungeon-Simulator uns auch schon angeguckt, und das heißt, bei 0,03% sind es im Prinzip 3 von 10.000 Versuchen. Bei 20.000 Versuchen geht ja der Simulator, da sind wir also bei grob 6 von 20.000 Versuchen. Das wollte er mindestens erreichen, bevor er den Dungeon reinpilzt. Und irgendwann gab es dann halt den Versuch, der dann auch funktioniert hat. Er sagt auch, dass vor allen Dingen zwischen dem Levelbereich 270 und 300, also gerade in den letzteren Tagen, ein Großteil der Pilze dafür draufgegangen sind, um halt den Dungeon überhaupt schaffen zu können. Das heißt, mehr Pilze fürs Equipment, mehr Pilze wegen den Steinen, mehr Pilze vor allen Dingen für die Versuche. Und er hat es gemacht, weil er es eben kann, finanziell. Und rät aber sehr, sehr stark davon ab, das nachzutun. Morgen kommt der Speed-Server. Er sagt, wahrscheinlich muss man da auch zwischen 4.000 und 8.000 Euro auf jeden Fall investieren, um die Chance zu haben, in die Top 50 zu kommen. Aber nicht nur jetzt auf Speed-Server, sondern allgemein rät er oder möchte er sehr stark davon abraten. Lustigerweise hat er erwähnt, dass er auch erstaunt war, dass seitens Player Games da keine Nachfrage kam, ob das alles so gewollt ist. Ich glaube, dass Spielehersteller allgemein sich nicht bei
Kunden melden, die halt horrende Summen in das Spiel investieren. Das denke ich nicht. Also ich denke mal nur an EA-Games und sowas. Das kann man jetzt Player nicht vorhalten. Er hat aber wohl eine Information oder eine Nachfrage seiner Bank gehabt, weil das wohl auch unüblich war, jetzt zu so einem kurzen Zeitpunkt so viel Geld einzusetzen, ob da alles okay ist. Also das finde ich schon sehr witzig irgendwie und das glaube ich aber auch, weil Banken machen das tatsächlich, je nachdem, welche Bank oder welche Bearbeiter man da hat. Er möchte, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behält und er möchte halt auch sagen, dass, beziehungsweise meine Meinung schwimmt da so ein bisschen mit rein, er hat jetzt eben für diesen Rekord in dieser Zeit 10.000 Euro investiert und grob genutzt. Natürlich als Berserker. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Berserker, der 10.000 Euro investiert, diese Level 300 auch schafft. Also wie gesagt, über den Dungeon Simulator zu gehen und das als Grundfeste zu nehmen, um durch die Dungeons zu kommen, das ist ein sehr wichtiger Weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler noch mehr Geld verbrennen, weil sie halt an den falschen Stellen oder zu den falschen Zeitpunkten Dungeon-Versuche machen oder eben zu den falschen Zeitpunkten einen Equipmentwechsel machen wollen oder so. Und das sage ich ja auch immer wieder, dass das halt das Problem, ein großes Problem bei Shakes & Fidget ist. Und da muss jeder Spieler, der halt viel Geld investieren will, sollte sich halt wirklich alle Quellen zunutze machen, um sich darüber zu informieren. Das Discord ist einwandfrei dafür geeignet. YouTube-Videos, die auf gewisse Themen hinweisen, von mir oder auch von anderen, sind dafür auch sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt halt immer so diese Sache, ne? Ich sage immer, effiziente Spielweise ist wichtig. Ich selber kann es nicht. Wiederhole ich auch. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht mit diesem Geldeinsatz bei 300 gelandet. Vielleicht hätte ich da 1, 2 Dungeons gehabt, wo ich hätte noch mehr Pilze ausgeben müssen. Ja, darauf soll man auf jeden Fall achten. Und das Problem ist ja letztendlich auch, der Server ist jetzt ja so wie er ist. Ne? Klar, hat er jetzt hier einen Level-Vorteil, dadurch kann er sich auch andere Vorteile erspielen, aber er muss auch weiter pilzen, wenn er diesen Vorsprung stark halten will. Na, wenn er jetzt sagen würde, ich spiele jetzt einfach nur meine 300 Alu und nimm mal alle 3 Monate ein Epic-Event mit, dann wird er merken, dass andere Spieler aufholen. Ich weiß auch nicht, wie es bei seinem Arena-Manager aussieht, ob er den komplett platinieren will. Auch da kann es zu Unterschieden kommen. Er hat jetzt hier einen Schadensbonus von 5% auf dieser Waffe. Das ist jetzt noch nicht mal viel, tatsächlicherweise. Also es gibt, trotzdem man schon extrem viel Geld in das Spiel investiert, immer das Problem, dass man weiterhin viel Geld in das Spiel investieren muss. Weshalb es ja auch so sein kann, dass ein normaler 300 Alu-Spieler nach ein paar Jahren auch einen hohen Pilz-Mushrooms-Board-Wert hat. Und das sollte man halt bedenken, dass man gerade dann zum Serverstart sich halt vielleicht nicht so hinreißen lässt. Zumindest nur, wenn man wirklich einen ganz, ganz festen Plan hat, wie man das machen will. Ich an dieser Stelle will Olli auf jeden Fall nochmal danken, dass er das auch so transparent dargestellt hat. Weil wenn ich jetzt, wie gesagt, einfach aufgrund meines persönlichen Weges die Chance zu sagen, okay, ich kann mal 10.000 Euro investieren für so einen Serverstart, dann hätte ich das gemacht. Kann ich halt nicht. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt mal jemand gab, der das auch unter diesen Kernbedingungen öffentlich gelegt hat. Und ich kann nur noch mal in seinen Worten wiederholen, dass es im Prinzip keine gute Leistung ist, sondern Geld ausgeben 2.0 mit einem bisschen Know-how. Ja. Es gibt immer wieder Spieler, die denken, boah, wieso kommt denn der so hoch? Wie hat er das geschafft? Dann sagt man immer Pay to Win, aber dann kommt ein anderer Spieler und sagt, ich habe jetzt 1.000 Euro in das Game investiert, ich bin bei weitem noch nicht da. Das ist halt der Grund. Ja. Und Uwe ist als Kampfmagier 281. Das ist jetzt, nicht von der Hand zu weisen, ob er jetzt so viel weniger Pilze spendbar hat.
wahrscheinlich nicht, weil der Battlemage ja teurer ist. Ja, also das wäre jetzt wiederum auch für mich interessant, aber das kann ich ja nicht verlangen. Und ja, wir werden den Server weiterhin beobachten. Und den Speed-Server natürlich auch. Unter den Rahmenbedingungen, die dann ein bisschen einfacher sind, aber so oder so ist das jetzt erstmal der Rekord und der Speed-Server sollte ja diesen Rekord von Olli nicht beeinflussen, weil es ja nicht die gleichen Bedingungen sind, wobei die gleichen Bedingungen sind halt wieder schwierig, weil nicht jeder Server hat die gleichen Bedingungen gehabt, auch in den letzten Jahren nicht. Es wurde ja gefühlt natürlich immer einfacher. Aber gut, das ist wiederum ein anderes Thema. Ne? Also, ich hoffe, ihr habt die Botschaft mitbekommen von ihm und ich würde sagen, haut erstmal rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.